Ja, und wenn du meditierst, ist es gut, nicht zu sagen sogar wichtig, dass du an einem angenehmen Ort deine regelmäßige Meditationspraxis ausführst. So ähnlich wie hier, ein wunderschöner Garten. Heute ist etwas windig, aber dennoch sehr angenehm. Und das ist so wichtig, damit du entspannen kannst. Du brauchst einen geschützten, einen heiligen Raum, in dem du zur Ruhe kommen kannst. Und das kann ein wunderschöner Garten sein, es kann aber auch einfach ein Zimmer sein, das du dir nett einrichtest, wo du vielleicht eine kleine Buddha-Statue hinstellst, eine Kerze vor dem Buddha anzündest, wenn du magst, ein Räucherstäbchen anzündest, so eine Art Ritual schaffen. Dann ist natürlich das auch gut, dass du zu regelmäßigen Zeiten meditierst. Das hilft alles dabei, den Geist ankommen zu lassen, nach Hause zu kommen. Wo ist unser Zuhause? Im Hier und Jetzt, nirgendwo anders. Die Vergangenheit ist lange vorüber, die Zukunft hat noch nicht angefangen. Das Leben findet im Hier und Jetzt statt. So, dann setzt du dich so hin, dass du wirklich mit dem Gesäß vollkommen entspannt auf deiner Unterlage sitzt. Die Schultern sind entspannt, häng einfach herab. Du kannst die Hände einfach auf den Knien ruhen lassen oder aber in der klassischen Meditationshaltung meditieren. Dann liegt die rechte Hand auf der linken und die Daumen berühren sich leicht. Das ist nochmal so ein Energiezirkel, ein Qi-Zirkel, der dann geschlossen ist, der dann hilft, wirklich das Qi hier im Nabelchakra oder im Dantian, wie die Chinesen es nennen, sich ansammeln kann. Und das ist das, was wir wollen. Hier möchten wir das Qi, unser Bewusstsein ankommen lassen. Das ist die Verbindung, da kommen wir in die Verbindung zum Körper, da kommen wir wirklich im Körper an, wenn wir hier unseren Geist in diesem Bereich vollkommen ankommen lassen, ihn zur Ruhe kommen lassen. Und dann nehmen wir die Atmung hinzu. Aber bevor wir das tun, zieh das Kinn ganz leicht ein, sodass das Scheitelchakra in Verlängerung der Wirbelsäule ist und zum Himmel nach oben genau zeigt. Und das ist gewährleistet, dass der innere Zentralkanal, dass der wirklich gerade ist, wenn wir das Kinn einziehen. Die Zunge sollte am Gaumen oben anliegen und dann Kiefer, alles ganz entspannt. Ja, also die Zähne müssen sich nicht berühren, sondern wichtig ist, dass die Zunge den Gaumen berührt. Und dann schaust du nach vorne. Wenn du den Fokus auf Entspannung legen möchtest, dann schaust du etwas nach unten. Da wird gesagt, wenn du so ungefähr 8 Finger breit den Punkt, der so ungefähr hier ist, in die Ferne projizierst, aber ohne dich irgendwo zu fokussieren, sondern wirklich einfach den Blick ruhen lassen, irgendwo unten am Boden, vor dir im Raum. Ich sehe dann hier auf den Rasen und sehe, wie das Gras sich vom Wind hin und her bewegt. Und dann atmen wir ein und aus. Das tun wir sowieso die ganze Zeit. Mit dem Unterschied, dass wir uns dessen jetzt ganz gewahr werden. Der Atem kommt, fließt an der Nasenspitze hinein, füllt die Lungen. Und wenn wir entspannt sind, füllt der Atem auch den Bauchraum und fließt hier genau in diesen Bereich, in das Dantian, das sich 4 Finger halb unterhalb des Bauchnabels in der Körpermitte befindet. Ein kleiner Energiepunkt und darum befindet sich dann der Ozean des Qis. Das ist der, wie soll man sagen, der Speicher, der das Qi immer mehr weiter aufsammelt, aufsaugt, je mehr wir praktizieren und unser Geist friedvoller wird, desto mehr Qi sind wir in der Lage, in diesem Raum anzusammeln. Ja,
Und dann gibt es nichts mehr zu tun. Dein Körper atmet für dich. Du sitzt ganz von alleine da, hast eine Position, die von alleine aufrechterhalten werden kann, ohne dass du dich anstrengen musst. Und solange du wach bist, meditierst du eigentlich schon ganz von alleine. Gib alle Erwartungshaltung auf. Wenn Gedanken kommen, nimm sie zur Kenntnis und lass sie weiterziehen. Wie die Wolken am Himmel, die kannst du auch nicht aufhalten. Die kommen und gehen. Manchmal sind mehr Wolken da, dann siehst du die Sonne nicht. Aber wir wissen immer, die Sonne ist hinter den Wolken. Und genauso ist es mit unserer Buddha-Natur, mit unserer erwachten Natur. Wir alle haben diese erwachte Natur im Herzen, aber sie ist vorübergehend verdunkelt. Durch die Schleier des Geistes, die geistigen Schleier wie Hass, Wut, Ärger, Zorn, Begierde, Gier, Verlangen, Verwirrung, Eifersucht, Neid, Arroganz, all das sind Zustände, die deine erwachte Natur verschleiern. Und wie ein Gefäß, das ganz von alleine, wenn da Wasser drin ist, das dann zur Ruhe kommt und der Dreck, der Schmutz setzt sich ab Hey Rocco, alles gut? Setzt sich ab unten am Boden, so lassen wir auch unser Gefäß, unseren Geist einfach stehen und tun nichts. Rocco, kannst du das auch? Können wir das zusammen machen? Was meinst du? Und damit fange ich jetzt an. Du kannst mir eine Weile folgen und schreib in die Kommentare unten hinein deine Erfahrung, oder wenn du Fragen hast, dann kann ich da später drauf eingehen. Und ich lese alle Kommentare und auf die ernst gemeinten Kommentare werde ich auf jeden Fall antworten. Frieden ist der Weg. Und mit jedem Atemzug lass ein bisschen mehr los. Wenn du magst, kannst du deine Augen auch schließen, aber das ist ganz individuell, je nachdem, was besser für dich geeignet ist. So, und dann nach einer Weile ist alles zur Ruhe gekommen, ist angekommen, auch Rocco ist angekommen hier. Dann widmest du dich wieder den alltäglichen Dingen und nimmst deine Aufmerksamkeit, geht wieder in die Welt hinaus, hört Verschiedenes, wir sehen Verschiedenes, wir schmecken, wir riechen, wir erleben die unterschiedlichsten Sinneseindrücke. Und wenn du nicht an ihn haftest, dann erleben wir ein reines Buddha-Land, in dem alles bereits vollkommen ist, so wie es ist, dem nichts hinzugefügt werden kann und auch nichts weggenommen werden kann. Darin ist alles vollkommen, darin wird der vollkommene Frieden erfahren, Nirvana. Alles Liebe, dein Wan Fu. Gib mir ein Like, abonniere auch gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.